Die richtige Zungenposition für die Doppelzunge bzw. für die Einfachzunge. Wie du diese finden kannst, zeige ich dir in diesem Video und natürlich auch noch Übungen, wie du diese Position dann auch trainieren kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nico Leikam Trompetentraining. Die richtige Zungenposition ist essentiell für den richtigen Zungenanstoß. Wichtig von vornherein ist immer, dass du dir sicher bist, dass du auch mit der Zunge anstößt. Das wäre der richtige Zungenanstoß. Es gibt auch Anstöße, die man zum Beispiel im Hals macht, also dieser Stimmbandverschluss beziehungsweise dieses Wabern der Luft. Das ist der falsche Weg. Also der richtige Anstoß ist immer die Zunge oder mit der Zunge. Das heißt, der richtige Begriff wäre der Zungenanstoß. Egal ob einfach, doppelt oder der dreifache Zungenanstoß, die Zunge ist immer essentiell beteiligt. Doch welche Zungenposition ist die richtige? Wenn wir das einmal trocken ausprobieren und wir haben ja immer diese Silben Tü bzw. Dü, dann merke ich ganz genau mit der Zungenspitze die hinteren Schneidezähne oben. Also nicht die Zunge zwischen die Lippen drücken, dass man den Anstoß durchs Wegziehen hat, das ist schon richtig, aber die Zungenposition ist etwas weiter oben, nicht genau zwischen unseren beiden Zahnreihen, sondern eher an der oberen Schneidezahnhinterseite. Das heißt, wenn ich also Tü spreche, merke ich ganz genau Tü, 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 mit der Zungenspitze, wie ich meine hinteren Schneidezähne berühre. Tü, 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 tü. Wenn ich jetzt in die Doppelzunge reingehe, ist die vordere Zungenspitze beim Tü immer noch an der gleichen Position und durch das Gü bzw. Kü kommt dann dementsprechend noch der vordere Zungenrücken mit ins Spiel. Wir trainieren das nochmal erstmal auf Einfachzunge. Tü, 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 ohne Stimme. Tü, 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 tü. Jetzt die Doppelzunge. Tü, 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 ohne Stimme. Tü, 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 tü. Und wichtig, egal ob Einfachzunge oder Doppelzunge, die Luft muss nach außen fließen. Also dieses tü, 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 tü. Da hört man ganz gut den Luftstrom zwischen den Lippen. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Wir übertragen diese Übung jetzt auf die Trompete. Erstmal die Einfachzunge. Und fühl immer ganz genau hinein, wo ist deine Zungenspitze, was fühlst du mit deiner Zungenspitze. Jetzt gehen wir in die Doppelzunge, das heißt, wir bleiben auf dem G1 und nehmen jetzt und immer daran denken, dass die Luft nach außen fließt. Das heißt, wir spielen die Doppelzunge jetzt nicht sehr, sehr klar und sehr fanfarenartig, sondern erstmal sehr, sehr breit. Wir können aber davon ausgehen, dass wenn wir diese Töne sehr breit spielen, die Luft auch vernünftig fließt. Mache ich die Zunge jetzt etwas härter. Dann kommt dementsprechend auch der härtere Anstoß zustande. So, jetzt gehen wir zu den Übungen. Ich mache immer gerne die Kombination aus Einfachzunge und Doppelzunge. Ich spiele euch diese Übung einmal vor. Wir starten mit der Einfachzunge und die gleiche Übung wird dann genauso ausgeführt. Allerdings jeder Ton wird dann zweimal angestoßen und wir befinden uns in der Doppelzunge. Das war die Einfachzunge und jetzt die Doppelzunge. Und zwischen den Tönen kann man dann immer improvisieren, beziehungsweise die Töne, beziehungsweise die Übung natürlich variieren. Da, tagada, 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 tagada. Also auch da kann ich die Übung verändern, indem ich zum Beispiel gleich mit der Doppelzunge anfange und danach erst diese Achtel spiele. Und so weiter und so fort. Das wäre die erste Übung. Wenn ich jetzt das Ganze nach oben spiele, gehe ich auch wieder von der Einfachzunge aus und übertrage das dann in die Doppelzunge. Also wir starten jetzt nicht nach unten, sondern wir gehen nach oben und zwar zum C2 bzw. wieder zurück dann zum G1. Ausgangston ist auch G1.
so weiter und so fort. Also auch diese Übungen wieder abändern, wie gerade eben schon gezeigt. Erst 2 Sechzehntel, dann eine Achtel, aufwärts, abwärts. Eine Kombination aus beidem. Da sind auf jeden Fall der Fantasie keine Grenzen gesetzt und dann am Ende natürlich die Doppelzunge durchlaufen lassen. Los geht's! Und so weiter und so fort. Also achte immer drauf, dass die Einfachzunge hinter den oberen Schneidezähnen anstößt. Bei der Doppelzunge kommt dann dementsprechend noch der vordere Zungenrücken dazu. Wir benutzen die Silben zum Anstoß Dü bzw. Tü und dann bei der Doppelzunge Tü, Kü bzw. Dü, Gü. Dann ist es etwas weicher. Am Anfang immer etwas langsamer trainieren, damit du dir die Zungenbewegung bewusst machst. Auch gerne Trockenübung, also ohne das Instrument und danach den Schritt ans Instrument machen. Dementsprechend natürlich für dich eine bequeme Lage aussuchen und immer dran denken, der Zungenanstoß, der vordere, ist immer in der gleichen Position, egal ob einfach, doppel- oder dreifacher Zungenanstoß. Dementsprechend natürlich aus der Position ausgehen und danach die Doppel- und Dreifachzunge dazu bauen. Schreib in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert. Lass am Ende von dem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.